I've seen a pattern in my life. It's when I feel I have it all, things never turn out right. Now I see I might be to blame. That's why I feel it's time to change. I'm gonna give new love a try. And if you fail to find your love, I won't be the fall guy. I'll guard myself from heartache. That's why I fear my heart won't take. How far will I fall? How far will I fall? If I should fall, how can I trust again? Oh, how far will I fall? I will find love again. Oh, how far will I Beim letzten Teil der Untersuchung hat sich irgendwie so diese Theorie aufgetan oder diese Vermutung, dass man jede Entität von jedem Ort aus zu jeder Zeit kontaktieren kann. Aber eben nur, solange diese Wächter nicht wieder einen Riegel vorschieben. Wenn ihr euch noch erinnert, da war die Sache mit dem Gestank und der Kinect-Erscheinung direkt neben dem Sessel und die gemeinsame Reaktion verschiedener Geräte im ersten Stock. Wir entschieden uns, mit der Spiritbox und mit der Nekrophonik mal weiterzumachen. Dann schauen wir.
So gehen wir, gell? So gehen wir jetzt mit der Nekrophonik und mit dem Hoch-Niederfrequenz-Messgerät. Du musst das einmal. So hat jetzt Chinesisch angehört wie Ni Hao. Tod. Ist jemand hier, der sich mit uns unterhalten möchte? Ich mache einmal das, was die Corinna gesagt hat, dass man sich da mal hersetzt und mal schauen. Aber da wird nichts passieren, schätze ich mal. Das hat nur ihre Nase wahrgenommen. Ist jemand hier, der sich mit uns unterhalten möchte? Ich habe hier auch noch ein Messgerät, mit dem ihr auch spielen könnt, wenn ihr es berührt oder wenn ihr euch damit spielt, könnt ihr damit einen Signalton auslösen. Der Pegelausschlag, muss ich dazu sagen, ist bereits höher geworden, also von fast 0 auf jetzt 0,2, 0,3 teilweise. Und der Schwellwert ist, was zum Piepsen anfängt, dann bei 0,4, glaube ich, hat Alex gesagt. Das heißt, es tut sich etwas, auch wenn es noch nicht piepst. Es gibt etwas. Ist hier jemand, der sich mit uns unterhalten möchte? Wir sind schon an einigen Orten gewesen und haben einiges feststellen können. Beispielsweise in der Kühenburg, war ein sehr ergiebiger Ort. Ist jemand, der uns kennt, von der Kühenburg vielleicht, der sich mit uns unterhalten möchte, an diesem Ort hier? Fast 100 Kilometer vom ursprünglichen Ort. In der Kühenburg waren viele auch Kinder unterwegs. Die waren eher ängstlich, aber sie haben dann doch mit uns kommuniziert. Ist vielleicht jemand hier von der Kühenburg, der sich jetzt mit uns unterhalten möchte? Ihr könnt mit diesen beiden Geräten eigentlich spielen und damit kommunizieren. Wir sind auch im Kinderheim gewesen. Auch dort ist ein Gebäude eingestürzt und es sind Kinder zu Schaden gekommen, sogar gestorben. Und dort haben wir auch sehr viele Ergebnisse bekommen. Ist vielleicht von dort jemand, der sich mit uns unterhalten möchte? Lästige Insekten sind da. Aber nur so Fliegen, keine Gelsen immerhin. Ihr könnt euch mit den beiden Geräten mit uns unterhalten. Spielt euch damit und versucht, es zum Piepsen zu bringen, dass dieses Lämpchen hier aufleuchtet. Tu das vor.
schön. Alles? Raus oder ins Schlafzimmer? Ja. Setz mich zu dir, Alex, ja? Das Gerät, was wir da jetzt mit haben, was so laut ist, mit dem kannst du auch mit uns kommunizieren. Du musst du ganz laut reinsprechen. Dann können wir dich hören. Gib das Halstuch runter, ja. Das Fenster aufmachen. Bitte? Du glänzt schon im Gesicht. Ja. Ich wollte was zum Waffeln nehmen, ja. Ja, warte. Sicher? Du hast vorher gesagt, dass du übergeordnet bist, uns kennst und uns überall hin begleiten kannst. Was genau ist deine Aufgabe? Lang kann ich das eh nicht machen. Ja, passt schon, danke. Sind alle so wie ihr oder du, haben alle die Möglichkeit, den Ort einfach so zu wechseln? Du hast gesagt, du gehörst hierher. Wie lange bist du schon hier? Er hat aber auch gesagt, dass er nicht hierher gehört, sondern übergeordnet ist und uns begleitet. Oder sozusagen von uns hergeholt worden ist. Im Kinderheim sind viele Kinder auch zumindest nach dem, was wir gehört haben, auch misshandelt worden. Und sind noch immer damit belastet. Könnten diese hier noch mit uns reden?
Aha. Habt ihr jetzt das Gerät ausgelöst? Dankeschön. Das heißt, vom Kinderheim ist jemand hier? Ist jemand vom Kinderheim hier, der mit uns kommunizieren möchte? Ihr habt noch einmal die Möglichkeit, mit uns zu sprechen. Möchtet ihr uns etwas mitteilen? Das Kinderheim ist völlig planiert worden. Es ist zur Gänze weg. Es ist sogar der ganze Ort ist umgegraben worden. Ist jemand von dort hier, der sich mit uns noch unterhalten möchte? Das Priesterhaus, das neben dem Kinderheim gestanden ist, ist von dort vielleicht jemand hier. Bei der Kinect hat sich hier eine Figur abgezeichnet. Bei der Ermittlung mit der Kinect, die Sonja gehalten hat. Ist vielleicht diese Person, diese Entität jetzt hier und kann sich uns mitteilen? Ausschlag fast 0 jetzt da bei dem Hochniederfrequenzmessgerät. Ist jemand hier, der stark genug ist vom Friedhof der Namenlosen? Jemand, der in der Donau gestorben ist? Ertrunken ist? Ja, im ersten Stock oben war es unerträglich heiß und extrem viele Mückenviecher. Die Spiritbox hat zwar sehr viel ausgeworfen, aber irgendwie waren die Aussagen nicht ganz so erfreulich. Die Stimmen, die aus der Spiritbox gekommen sind, die haben auch irgendwie ganz anders geklungen. Die waren verzerrt und haben entfernt geklungen, so als wären die irgendwie Metall hinterlegt. So haben wir die Spiritbox bisher überhaupt noch nie gehört.
Das erste, was mir aufgefallen ist, war der Wortlaut "bin hier". Und gleichzeitig hat das EMF-Meter sehr stark reagiert. Generell bei allen Ermittlungen ist mir auch noch aufgefallen, dass die Entitäten sich verstärkt oder besonders nur auf ein einziges Gerät konzentrieren wollen oder können. Da die Nekrophonik an und für sich nur Wortfetzen, phonetisches Rohmaterial liefert, war noch besonders auffällig, dass diesmal sehr viel auf Deutsch dabei war. Ich habe mir dann überlegt, die Spiritbox auf AM umzuschalten, also auf Mittelwelle, weil ich habe irgendwie den Verdacht gehabt, dass das eventuell bessere Ergebnisse liefern könnte. Bitte? Stimmt, ja. Nix mehr, gell? Hm? Kannst du es mal geben? Aber ist kaputt, Naga. Ist das wieder Zustand? Jetzt. Falls doch noch wer. Falls das Gerät lieber ist oder das Gerät. Auch im Priesterhaus war's, gell? Ja, mein Gott, das Priesterhaus. Ah ja. Da war ich ja leider nicht mit. Oder vom Ferienhaus. Ist jemand aus dem Priesterhaus? Hier. Der Herr Pfarrer, ja. Mhm. Warum sind wir damals letztendlich gegangen und nicht wiedergekommen im Priesterhaus? Das gehört Hölle. Da war irgend sowas in der Art, gell? Irgendwas ist da nicht ganz so gut gelaufen mit den Kindern von nebenan, oder? Ich bin sehr ruhig heute, gell? Tut mir leid. Wie war denn der Name der Familie, die als letzte im Priesterhaus gewohnt hat? Oder die Hütte, das Ferienhaus. Was hat sich dort zugetragen?
Jetzt habt ihr noch die Möglichkeit dazu. Hallo? Was war denn im Ferienhaus mit dem Chris? Könnt ihr uns eindeutig sagen, dass ihr von einer unserer Recherchen zu uns gekommen seid? Von weit her? Wie nehmt ihr eure Existenz wahr? Bemerkt ihr, wie sich die Welt verändert? Dass immer mehr Technik kommt, immer mehr Energie verbraucht wird und immer mehr Magnetfelder erzeugt werden auf der Erde. Könnt ihr euch vielleicht sogar außerhalb der Erde bewegen, wenn Raum keine Bedeutung hat? Habt ihr größere Wahrnehmungen, die wir auch nicht erkennen können? Ihr könnt mit dem Gerät hier spielen. Bringt es zum Piepsen, indem ihr euch damit spielt. Der Ausschlag ist fast 0, also es ist jetzt hier sehr, sehr inaktiv. Bemüht euch, ihr habt heute noch die Möglichkeit, mit uns zu kommunizieren. Vielleicht könnt ihr auch zusammen kommunizieren, gemeinsam euch stärken. Ihr könnt auch die Energie aus den Geräten benutzen. Oder Reise ins Ungewisse. Kannst du mir Namen nennen von den Personen, die dabei waren? Ihr wisst, was ich meine.
Bei Reise ins Ungewisse, das Haus in Niederösterreich, das leerstehende. Das ist auch noch nicht gut gegangen. Wer war denn das? Das Gasthaus, die Pension, missglückte sie aus. Was war dort das Problem? So. Sehr grausiges Ja. Ja. Was ist dort passiert in dem Haus? Das ist ein komisches Geräusch. Hast du mit Gasthaus die Bar gemeint? Nein. Missglückte sie aus. Das war das mit Rituale, oder? Aber das sind ja Leute verunglückt, wisst ihr wodurch? Du hast echt verstanden, durch Gas. Ich habe auch irgendwas gehört, aber Warum bin ich nach Untersuchungen immer erschöpft? Jürgen hätte ich jetzt verstanden, gell? Kann mir irgendwer den Namen meiner Mutter oder meiner Großmutter nennen? Könnt ihr es oder könnt ihr es nicht? Oder ist jemand von meiner Familie da in der Nähe? Gibt's aber keine, oder? Die verstorben ist bei euch. Kann es sein, dass es generell egal, wo man ist, schon Seelen gibt, die versuchen zu antworten, aber dass es einfach immer wieder behindert und verhindert wird? Mit wem hat dann zum Beispiel Professor Senkowski kommuniziert? Ja, wer ist wir?
Ist die Theorie richtig, dass es einen Warteraum gibt? Wir nennen ihn mal Fegefeuer. Welcher der einzige Ort ist, wo wir noch teilweise hinkommunizieren können. Ich habe jetzt ja verstanden, aber Der AM-Modus gibt offenbar wirklich einiges her. Ich glaube, wir haben dieses Mal den Rekord an Hölle gebrochen. Und der Hotspot hat sich auch scheinbar auf den oberen Stock wieder verlagert, denn aus dem EMF-Meter und aus der Nekrophonik kam nun nichts mehr. Wie ich gefragt habe, wem es bei der Folge Reise ins Ungewisse nicht gut gegangen ist, kam eindeutig hörbar zur Antwort Dani. Und ich kann mich noch gut erinnern, der Daniela ist es wirklich nicht gut gegangen. Sie hat in dem Moment furchtbare Angst gehabt, weil sie berührt worden ist. Dann später habe ich gefragt, was bei missglücktes Jaus das Problem war. Da kam zur Antwort Gasexplosion. Und auch das war richtig. Und die zwei Antworten, die haben mich schon extrem beeindruckt. Ja, ich habe vor Ort mir eingebildet, dass ich eben diese Antworten schon wahrgenommen habe. Ich habe so nicht reagiert, das war irgendwie so nebenbei. Und deswegen habe ich mir auch gedacht, wir bleiben noch ein bisschen länger dort oben sitzen. ich habe irgendwie das Gefühl, als ob mich was schon mit hier begleitet hätte. Mich würde es einfach interessieren, ob jemand mit mir schon hierher gekommen ist. Könntest du mir das beantworten, bitte? Ist jemand mit mir mitgekommen von meiner Familie? Deswegen bin ich vielleicht auch so verwirrt heute, weil ich einfach dieses Gefühl schon hatte, dass irgendwas anders ist. Ist runtergegangen. Dann würde mich das auch noch interessieren, das habe ich noch nicht gefragt, was man auch so mit Düfte und mit Wahrnehmungen so gehört hat. Es soll verschiedene Dimensionen geben, dass Präsenzen oder Wesen mehrere Dimensionen durchleben, sagt man. Ja. Es soll es 4 Dimensionen geben, bevor man wieder weiter entscheiden kann, ob man wieder geboren wird. Stimmt das? Könnt ihr das bestätigen? Stimmt es, dass Gott einen Plan hat? Dass wir immer wieder die Möglichkeit haben, es besser zu machen? Immer und immer wieder? Das waren jetzt einfach nur meine persönlichen Fragen. Schauen wir runter. Vorbei. Ja, können wir machen, ja. Nehmen wir mit. Nehmen wir es mit, gell? Geht's? Ja. Ja. Schau, wie ich mich verbiegen kann, danke. Ja, So. Nehmen wir das. sehr interessant.
sehr interessant, ja. Das ist ein laufendes Wir Moor. gehen einmal weiter, ja. Wie nehmt ihr die Materie wahr? Hat Materie für euch Bedeutung? Beobachtet ihr die Menschen? Die lebenden Menschen? Oder möchtet ihr nur eure eigene Gesellschaft? Könnt ihr etwas bewegen? Etwas in der physischen Welt wirklich bewegen? Könnt ihr über Träume kommunizieren? Könnt ihr Gerüche erzeugen, Gerüche auslösen, die eine oder mehrere Personen wahrnehmen? Ist Sprache für euch wichtig oder versteht ihr mich auch aus anderen Gebieten der Erde, wenn Raum keine Bedeutung hat? Bin gespannt auf, ob wir da was rausholen können dann. Bitte schön. Ich habe da gerade einen Katzenmeter-Ausschlag. Jetzt gesehen, ja. Du kannst uns ja mit runter begleiten. Wir gehen noch nicht. Wie nehmt ihr unsere Welt wahr?
Ist Himmel und Hölle außerhalb unserer Dimensionen? Habt ihr Tipps, worauf es im Leben ankommt? Was ist wichtig im Leben? Für das ewige Leben? Habt ihr noch Wünsche oder hat man keine Wünsche mehr, wenn man dieses Leben verlassen hat? Hat Zeit für euch eine Bedeutung? Wisst ihr, wann ihr lebt? Oder wann ihr gelebt habt? Wisst ihr, dass ihr tot seid? Erinnert ihr euch an euer Leben? Ich glaube, wir sollten dann auch zu einem Ende kommen. Das ist relativ laut, gell? Möchtet ihr uns noch etwas mitteilen? Leicht dominant. Silenzium. Möchtet ihr uns noch etwas mitteilen, bevor wir hier ebenfalls dieses Experiment beenden? Dann bedanke ich mich und wir machen noch weiter mit dem nächsten. So.
Dass die Birnen angehört. Die Birnen. Da haben wir sehr stationär gewesen, gell? Sonja hat, finde ich, wirklich gute Fragen und sehr interessante Fragen gestellt. Aber auf einmal war es vorbei mit der Redseligkeit. Irgendwie war wieder der Punkt erreicht. Scheinbar hat Sonja das Glück gehabt, dass sie gerade diesen Punkt erwischt hat, wo die Türen zugehen. Keine Antworten mehr, einfach dicht gemacht. Vielleicht einfach die richtigen Fragen gestellt, die einfach nicht beantwortet werden dürfen. Bei Jürgen war es ungefähr ähnlich. Sehr gute Fragen. Leider Türe geschlossen. Ich dachte mir schon vor Ort, dass sehr wenig aus der Nekrophonik kommt. Aber genau weiß man das erst bei der Auswertung oder nach der Auswertung. Aber es war ja überhaupt nichts. Zum Finale dachten wir uns, werden wir deshalb ein schweres Geschütz auffahren und mit der Portalsitzung starten. Ich bin so Erledigt. Ich kriege keine Luft, ich fühle mich, als würde ich jeden Moment da runterfallen. Ja, Das ist aber, ich finde es auch schwül. Darum, nein, nicht wegen dem, es ist einfach, wie ich schon gesagt habe beim letzten Mal, dieses Ermitteln hat so viel Energie gekostet die letzten Jahre. Na, alle die riechen. Bekris. Bekris. Das ist die Forschung. Ich hab nicht gepupst. Ich bin zuerst da dauernd drinnen gesessen. War nix. Die Sonja und ich, wir sind jetzt auch da rübergegangen. Ich bin Was, Schnauze? Schnauze. Laptop. Vom Wetter. Wetter. Wer bist du? Sag uns doch deinen Namen. Wie viele sind denn da? Ist vielleicht jemand von der Kühnburg da? Mich würde interessieren, ist jemand vom Friedhof der Namenlosen da? Ist derjenige da bei uns, der vorhin auch oben die Spieluhr zum Spielen gebracht hat? Bist du jetzt da? Ich hätte verstanden, vage es nicht, aber das muss nichts heißen. Ist jemand hier, der uns kennt? Wir können viel mehr mit euch sprechen, kommunizieren, wenn wir Namen haben. Wir waren schon an sehr vielen Orten.
glauben, dass es hier etwas wie einen Wächter gibt, der über allen drüber steht oder aufpasst, dass jegliche Kommunikation zu der Welt der Lebenden geblockt wird. Wie heißt dieser Wächter? In den letzten Jahren hat sich immer mehr abgezeichnet, dass Seelen oder Verstorbene, die vielleicht nicht wissen, dass sie tot sind, die noch was zu erledigen haben, die irgendwas angestellt haben, was jetzt nicht so schlimm ist, dass man, wenn man nach dem geht, in die Hölle kommt. Aber es passt doch nicht so, dass man, wenn man nach dem geht, in den Himmel kommt. Es war immer wieder von einem Wartezimmer, von einem Fegefeuer die Rede. Von jemandem, der das Ganze bewacht. Wir suchen noch immer eine Bestätigung zu dieser Theorie. Sie dürfen nicht. Hätte ich auch verstanden. Ja, das haben wir schon mitbekommen, wenn man nach der Bibel geht, ja, dann dürfen wir das, was wir hier tun, auch nicht tun, weil es steht drinnen, du sollst deinen Gott nicht hinterfragen oder auf die Probe stellen. Steht auch drinnen, du sollst nicht mit den Toten kommunizieren. Dieses Geräusch haben wir noch nie gehabt, gell? Wir haben es die letzten 2 Jahre doch gemacht. Es gab Leute, die hatten nach den Untersuchungen einen Autounfall, schweren. Bei mir persönlich kann ich sagen, die Gesundheit wurde immer schlechter. Bin sozusagen richtig ausgebrannt. Jede Untersuchung hat mir irgendwie so ein Stück weit den Akku ausgeleert. Unwiederbringlich. Lasst uns in Ruhe. Wie kommt es zustande? Bin mir nicht sicher. Sind wir euch zu neugierig? Wir hören eure Stimmen und würden gerne Namen dazu auch hören. Wie heißt ihr? Na gut, hätte ich. Aber ihr könnt uns doch, wenn wir schon so weit gekommen sind und uns so gut kennen, eine Kleinigkeit mitgeben. Ich sage zum Beispiel jetzt, bitte nennt meinen Namen und ihr macht es.
schweigen, oder? Wie heißen wir? Hast du das gehört? So Duftlampen, Ein glaube ich. Duft. Da. Alles gut? Sag doch unsere Namen zur Bestätigung. Ihr könnt es ja. Wisst ihr, dass wir aufhören werden? Warum macht sie immer so ein Geheimnis darum? Warum dürfen wir nicht mehr wissen? Wir wollen wissen, warum. Wenn ich so eine Aussage wie "Sie dürfen nicht" höre, klingt es für mich, als wären die Wächter wieder da und irgendwelche Seelen schaffen es dann doch, an diesen Wächtern vorbeizureden, um uns eine Nachricht zukommen zu lassen. Natürlich ist das alles eine Theorie. Es ist dann meistens so, wenn man merkt, dass sich diese Wächter eingeschalten haben und man hört nicht auf, sondern betreibt die Sitzung weiter, dann wird der Ton meist rauer. Man wird beschimpft, man hört immer wieder, man soll gehen, man wird vielleicht teilweise sogar bedroht. Und diesmal war es so, dass wir genau das eigentlich auch so haben wollten und ja, wir sind nicht gegangen. Vielleicht kann man sagen, wir haben das eine Spur damit auch provoziert. Die Menschen hätte ich jetzt verstanden. Das habe ich auch gehört, ja. Ja, wir sind die Menschen. Aber das Ende habe ich nicht verstanden. Wir hätten heute die Bestätigung bekommen, dass die Wesenschaften oder ihr es Präsidenten nicht ortsgebunden seid. Können Sie uns mehr dazu sagen? Also ich rieche nichts. Na, setz dich wieder hin. Wie viele sind denn da? Kennt ihr die Familie, die davor hier gewohnt hat? Oder seid ihr Angehörige? Habt ihr hier mal gewohnt?
Ist jemand von dem Kinderheim da? Warum grinst du so blöd? Wenn mir die Frage genauso durch den Kopf gerade gegangen ist. Jetzt Du kannst ja weiter fragen, gell? Hat dich uns Gehen wir berührt? es einmal chronologisch durch. Ja. Echos der Vergangenheit. Der graue Mann, der die Kinder nicht schlafen lässt. Was wisst ihr darüber? Brennpunkt der Gnadenlosen. Hat nicht ordentlich gegrüßt, wurde erschossen. Ich spreche vom Hitlergruß. Damals Brennpunkt der Gnadenlosen. Nazi-Parteihaus. Friedhof der Namenlosen. Ich rufe hier zur Segnung hier durch uns. Flucht aus dem Ferienhaus. Chris. Was ist mit Chris damals passiert? Reise ins Ungewisse. Wer war da aller mit? Der war ohne Jürgen, ja. Aber wer war dabei? Ein Name. Wer hatte dort furchtbar Angst? Dann waren wir wieder zurück in dem Reihenhaus. Und dann nochmal im Ferienhaus. Was war im Ferienhaus? Zurück im Ferienhaus. Was ist da Interessantes passiert? Richtig, tat sich auf und keine Ahnung. Tat sich auf, die Tür ist aufgegangen, nicht zu, sondern die Tür tat sich auf. Das ist korrekt. Mhm. Das habe ich auch jetzt gehört. Das war Staffel 0 und 1. 2, wie ist es weitergegangen? Ja. Priesterhaus. Wie war das Kinderheim? Zwischen Trauer und Wut, Teil 1 und 2. Kinderheim. Wer hat eine Ohrfeige bekommen im Kinderheim? Hier. Aber nein. Wer hat eine bekommen?
Wer hat die Schelle bekommen? Du warst da? Wir kommen aus der Hölle, hat der Jürgen zu hören bekommen dort. Ja. Welche Informationen haben wir da noch bekommen? Mach nicht so weit. Na toll. Das hätte ich auch. Ja, es war durcheinander, weil wir einige Sachen verschoben. Es war dann noch das Priesterhaus mehrfach. Ja, stimmt. Was war dort für uns das interessanteste Erlebnis, das stärkste, was passiert ist? Priesterhaus, ja. Einer der Gründe, warum wir dann gegangen sind, nicht mehr wiedergekommen sind. Was habt ihr damals zu uns gesagt am Schluss? Medikamente war dabei im Priesterhaus des Öfteren. Ja. Und das war so eine typische Priesterhausmeldung, Medikamente. Aber es war noch was, wo ich gesagt habe, jetzt reicht's. Was war das? War auch dabei, aber da war noch was. Nachdem die Tür vor unserer Nase zugegangen ist. Gewalt war auch im Priesterhaus, ja. Gewaltiger Tod hätte ich verstanden. Ja. Lass die Tür zu. Kreuz ist Christus, richtig, Christus ist auch gekommen. Und am Schluss, lasst mich in Ruhe. Könnt ihr das nochmal sagen? Lasst mich in Ruhe. Nein? Ich glaube, das war ein kurzes Lass mich oder so. Die Mikrofone begannen wieder nach und nach Störungen zu produzieren. Die Frage, was im Ferienhaus denn Besonderes passiert sei, wurde richtig beantwortet, nämlich die Türe ging auf. Es wäre schön, wenn wir öfter solche direkten und passenden Antworten bekommen könnten. Und es wäre auch toll, wenn jemand herausfinden würde, wie das damals mit der Transkommunikation gemacht wurde. Und auf einmal hat es wieder angefangen, dass ich mich krank fühle. Das ist nicht das erste Mal bei einem Ermittlungsort, dass ich irgendwie topfit hinkomme und dann mit Krankheitssymptomen gefühlt halbtot wieder nach Hause gehe. Irgendwie, natürlich kann man das nicht beweisen, aber es drängt sich so bei mir der Verdacht auf, dass es jetzt eine Methode ist, um Leute, die ja, unangenehme Fragen stellen oder blöd herumfragen in Richtung Jenseits, dass die so abgewehrt werden. Ne? Dem geht schlecht, der muss nach Hause, Thema ist erledigt, da wird nicht viel gefragt und das war's dann auch. Ne? Arbeit getan sozusagen. Was wirklich interessant war, ist, dass ich dann auch noch diesen Hustenreiz, den ich bei der Ermittlung gehabt habe, später bei der Auswertung sofort wieder bekommen habe.
wollt ihr uns zum Abschluss noch etwas sagen? Ihr wisst, dass es die letzte Untersuchung von uns ist. Es gibt dann wirklich keine Gelegenheit mehr. Jetzt habt ihr noch die Gelegenheit dazu. Jetzt könnt ihr alles noch sagen, eure Geschichte erzählen. Ihr habt doch sicher noch was zu sagen. Okay, stop. Kann ich noch eine andere Frage stellen? Ja, klar. Die Corinna und ich haben in der Pause in deinen Sessel gesessen. Ich stelle die Frage langsam, ja. Mich hat jemand erschreckt. Könntest du mir mehr darüber erzählen? Warst du das? Was ist genau passiert? Na, die Corinna und ich haben uns da unterhalten und wollten mehr herausfinden über diesen Geruch. Und plötzlich hat wer um die Ecke geschaut. Und ich habe mich erschreckt. Ich habe mir gedacht, ja, ihr schaut nach uns. Und dann bin ich halt schauen gegangen. Und ihr wart aber eigentlich am Plaudern. Aber es war eine eindeutige Gestalt, die um die Ecke geschaut hat. Ja, du kennst mich, wenn ich komme und wenn mir schreckt, dann gehe ich um die Ecke und mache Nein. Ja, Das hast war- du richtig gesagt. Also, Es war eine große Person, eine erwachsene Person. aha. Aber Nein, es war eine erwachsene Person. Ja, nicht du. Also sag schon, hast du mich erschreckt? Oder die Corinna damit? Spürst du den eiskalten Wind wehen nun? Ja, er kommt schon rüber. Mir reicht schon der Geruch, aber aktuell ist gar nichts mehr. Wer war das? Das hat mir nämlich wirklich einen Schrecken eingejagt. Vor allem, du warst so überzeugt.
Nein, das war. Ja, Leute, dann würde ich sagen, Zeit zum Verabschieden, wenn von euch nichts mehr kommt. Eine Serie an Ermittlungen, eine lange Reise ging zu Ende und ich denke, wir haben auch viele Ergebnisse bekommen, die uns der Wahrheit ein ganzes Stück näher bringen. Wir werden nun diese auch weiter analysieren und versuchen zu verbinden, um uns einen besseren Einblick über die Geschehnisse zu gewähren. Wer sich vielleicht denken mag, dass solche Untersuchungen keinen Preis haben oder keine Spuren hinterlassen, dem möchte ich sagen, irrt sich gewaltig. Bei mir war es so, dass jedes Mal irgendwo ein Wehklagen sozusagen dazugekommen ist und eine immer größere Müdigkeit. Die Batterie ist immer leerer geworden und hat sich auch nur begrenzt wieder aufladen lassen. Also es geht wirklich extrem an die Substanz und ich denke mir, sowas könnte unter Umständen solche Ermittlungen sehr gefährlich werden. Der andere Punkt ist, dass ich persönlich der Meinung bin, dass wir derzeit mit den Geräten, die wir haben, an unsere Grenzen gestoßen sind. Aber Neuentwicklungen oder die Versuche neu anzuordnen, bietet natürlich immer eine Option. Wo wir uns sicher sind, ist, dass es Dinge gibt, die wir einfach nicht erklären können oder die eigentlich auch niemand erklären kann. Es ist aber auch schwierig, diese Dinge über Versuche festzumachen und Versuche zu finden, die die Analyse dieser Dinge auch ermöglichen. Wenn uns neue Möglichkeiten einfallen, neue Versuche einfallen, mit denen uns das vielleicht besser gelingen kann, werden wir das auch sicherlich machen. Aber im Moment wird es uns sicherlich gut tun, eine gewisse Distanz mal aufzubauen und die Batterien wieder aufzuladen. Auf jeden Fall bedanken wir uns recht herzlich bei euch allen, die uns begleitet haben. Ich weiß, es war nicht immer leicht mit uns, es war auch teilweise oft chaotisch, aber im Endeffekt, denke ich, ist eine ganz gute Sache dabei rausgekommen. Ja, bleibt zu sagen, ich hoffe, ihr bleibt skeptisch, ihr bleibt offen für Dinge, die man einfach nicht so leicht erklären kann. Ihr bleibt neugierig und vor allem gesund. Und wir hoffen alle, dass wir uns eines Tages wiedersehen. Hast du noch eine Frage, was Mir fällt dich jetzt momentan nichts ein. persönlich beschäftigt von den Folgen? Du hast mir gefragt, ich wollte Pausen machen und dann hast du die Frage gestellt. Das ist jetzt 2-3 Mal gut. Macht nichts. Aber das ist der Grund. Bin ich dir zuvor gekommen? Es macht nichts. Es macht nichts. Aber Jürgen, die hat der Friedhof. Ich war sehr interessiert, was du noch brauchst. Überleg dir noch eine Frage. Ich bedanke mich auf jeden Fall für die Antworten, die wir bisher hatten in den letzten 2 Jahren. Sonja. Ja. Und verabschiede mich schon mal.